Filme beginne ich gerne mit einem Trailer. Der Trailer enthält die schönsten Aufnahmen, die ich zu dem Thema gemacht habe und hat eigentlich nur die Aufgabe, dem Zuschauer mitzuteilen: Ey du, dieser Film ist deine Zeit und Aufmerksamkeit wert. Hier haben wir zum Beispiel einen Überblick über die isländische Landschaft, einen Wasserfall, noch einen Wasserfall und einen Geysir in Slow Motion. Das Ganze sollte natürlich noch mit möglichst guter und passender Musik hinterlegt werden, aber wo findet man denn diese Musik? Nun, einen Song aus den aktuellen Charts in das eigene Urlaubsvideo zu setzen, das wird wohl das Budget der meisten von uns übersteigen, aber zum Glück gibt es Seiten mit großen Bibliotheken, aus deren Fundus man sich ganz legal zu einem gewissen Preis bedienen kann. Zu den bekanntesten gehören Epidemic Sound, MusicBed und mein persönlicher Favorit Artlist. Alle Anbieter haben leicht unterschiedliche Lizenzbedingungen. Deshalb hängt die Wahl des Anbieters natürlich auch davon ab, für welchen Zweck man die Musik benötigt. Sofern Lizenz und Preis in Ordnung sind, sollte man das Hauptaugenmerk aber auf jeden Fall darauf richten, bei welchem Anbieter man die meiste Musik findet, die einem gefällt. Die Musikbibliotheken lassen sich nach vielerlei Kriterien durchsuchen, nämlich zum Beispiel nach der Stimmung, dem Thema des Videos, dem Genre und den in der Musik vorkommenden Instrumenten. Neben jedem Lied wird eine Wellenform angezeigt, diese steht für die Lautstärke im Verlauf des Liedes. An ihr kann man sehr gut erkennen, an welchen Stellen im Lied sanftere und an welchen kräftigere Töne vorherrschen. Oft kann man auch an der Wellenform den Spannungsverlauf im Lied ablesen. Das heißt, man kann zum Beispiel erkennen, ob sich die Spannung im Lied durchgehend aufbaut oder ob es zum Beispiel in der Mitte einen Höhepunkt gibt, ab dem die Spannung dann wieder abfällt. Lieder, die man gut findet, kann man dann in die eigene Favoritenliste aufnehmen. Man kann beliebig viele Listen anlegen und sie benennen, wie man möchte. Man kann Lieder auch in mehrere Listen gleichzeitig einsortieren. Ich persönlich würde davon aber eher abraten, denn sonst sieht es für einen so aus, als hätte man mehr Auswahl, als eigentlich vorhanden ist. Tatsächlich sind die Favoritenlisten eines der wichtigsten Features dieser Seiten, denn man kann nicht erwarten, dass wenn man gerade ein Video schneidet, man einfach mal die Seite durchgeht und sofort das passende Lied findet. Es ist daher gut, sich über diese Favoritenlisten eine eigene Bibliothek aufzubauen, in der schon viele gute Kandidaten vorhanden sind und man diese nicht erst suchen muss. Deshalb ist es übrigens auch relativ schwierig, den Musikanbieter zu wechseln, denn man kann diese Favoritenlisten nicht einfach mitnehmen. Der andere Anbieter hat nämlich ganz andere Musikstücke. Für Filme, die etwas länger sind, beginne ich in der Regel damit, eine neue Favoritenliste anzulegen, in der ich nur Musikstücke sammle, von denen ich denke, dass sie zum Video passen könnten. Hier spielt es dann auch keine Rolle, ob das Musikstück bereits in einer anderen Liste vorhanden war oder nicht. Diese Liste erleichtert es aber, mehrere sehr gut passende Alternativen direkt gegenüberzustellen, miteinander zu vergleichen und zwischen ihnen zu wechseln. Um ein Musikstück auszuwählen, lade ich jetzt aber nicht alle Alternativen runter und packe sie nacheinander in die Timeline, das wird viel zu lange dauern. Stattdessen spiele ich die Lieder direkt auf der Webseite ab, wechsle zu meinem Schnittprogramm und springe dann auf der Zeitleiste einigermaßen passend zur Musik hin und her. Und das Ganze mache ich dann so lange mit unterschiedlichen Liedern, bis ich ein Lied finde, das zum Video passt.
Der hintere Teil des Liedes war eigentlich schon ganz gut, das könnte man zurechtschneiden, aber der Film spielt in Island und ich suche eigentlich eher ein Musikstück, das diesen Flair aus rauer Natur und Wikingergeschichte transportiert. Es darf also ruhig ein bisschen düsterer sein. Das ist übrigens auch etwas, was viele Urlaubsvideos langweiliger macht, als sie sein müssten. Denn nur weil man im Urlaub eine gute Zeit hatte, heißt das nicht, dass man immer die fröhlichste Musik verwenden muss. Etwas dramatischere Musik in Maßen kann den Film spannender machen. Aber nicht zu viel, jedem ist klar, dass es im Urlaub nicht um Leben und Tod geht. Der Trailer soll ja die Aufmerksamkeit des Zuschauers erregen und hier passt die Musik eigentlich ganz gut, denn sie ist dramatisch, aber nicht zu dramatisch und sie erinnert an die raue, mystische Wikingergeschichte Islands. Jetzt kann ich das Lied also runterladen und Artlist bietet mir hier 2 Dateiformate, nämlich MP3 und WAV an. Hier ist es wichtig, für die höchstmögliche Qualität WAV zu wählen. Nachdem man das Lied runtergeladen hat, kann man es dann in die Timeline importieren und das Video passend zur Musik zurechtschneiden. Am einfachsten ist natürlich der Bildwechsel am Anfang bzw. am Ende eines Taktes. Das sieht in der Regel am besten aus. Man muss aber darauf achten, dass man nicht nur auf den Takt schneidet, denn dadurch wird das Video sehr vorhersehbar und damit auch langweilig. Das Zurechtschneiden auf die Musik kann natürlich eine Weile dauern. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Like-Button und abonniert den Kanal. Bis dann, ciao.